12 aspiring female pro wrestlers from across Europe want to become part of the roster of the German Wrestling Federation. They have to prove themselves in front of an expert jury, but at the end of this episode, only you, the fans, have the power to decide who advances to the next round. Welcome to GWF Who's Next Revolution. So, jetzt kommt die Kara, ja? Ja, gut, dass ich die Zeit nehme. Ey, funktioniert euer Kuli? Schreibt mich. Das ist geil. Mein Name ist Steffi und ich trete im Ring unter Kara auf. Ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Darmstadt und ich studiere Biologie. Ich würde schon sagen, dass ich Opfer bringe, um meinen Namen in die Welt zu tragen. Allein um hierher zu kommen, bin ich gestern Nacht 10 Stunden im Flixbus gefahren, obwohl ich eigentlich für eine Klausur lernen müsste. Kara ist eine Kriegerin. Sie kämpft für ihre Überzeugungen. Und sie kämpft vor allem auch dafür, dass Frauenwrestling besser wird und dass Frauenwrestling sich nicht mehr hinter den Männern im Wrestling verstecken muss. Es gab definitiv negative Erfahrungen in der Zeit, in der ich schon Wrestling trainiere, und es gab auch zwischenzeitlich die Momente, wo ich dachte, lohnt es sich überhaupt? Nach meinem Debüt habe ich 1,5 Jahre lang keine Matches mehr bekommen und das hat mich schon sehr mitgenommen. Da hatte ich dann das Gefühl, es lohnt sich vielleicht ja auch gar nicht, aber langsam fängt es an und ich bekomme mehr Matches und deswegen bin ich da doch guter Dinge, dass es jetzt aufwärts geht. Ich habe mir für heute vorgenommen, mein Gimmick zu etablieren und zu zeigen, dass ich auch aus mir rauskomme. Und jetzt der Face, ja. Will sie jetzt jemanden erschrecken oder will sie jetzt beeindrucken mit dem Schwert? Das habe ich nicht ganz verstanden. Mit dem Schwert bin ich jetzt nicht so ganz begeistert. Das Problem mit so einem Schwert ist, wenn du jetzt irgendwie international gebucht wirst. Kannst du es nicht mitnehmen, hat der Tom gehabt, das Problem. Mein Name ist Kara und ich bin hier, um zu kämpfen. Denn es gibt keine größere Ehre, als auf dem Schlachtfeld die Gerechtigkeit zu verteidigen. Und ich regiere dieses Schlachtfeld. Also, ihr solltet euch an meinen Namen erinnern, denn ich bin Kara. Ja, ist ein bisschen ängstlich in der Ein Probe. bisschen ängstlich noch. Sie hat sich trotzdem vorgestellt, ersten Namen, was sie möchte. Es ist schön, dass sie es vorgestellt hat. Dann weiß ich wenigstens, wer Es das gibt ist. ja auch Wrestler, die machen es nicht. Ach, das ist diese kleine Schwarzhaarige, die mich nicht begrüßt hat. Oh, die kriegt gleich eine 0 rauf. My name is Gabi. My in-ring name is Faith Hayden. I am from Madrid, Spain. Yeah, my favorite moment was when Eddie Guerrero, my favorite, and he's in my heart. The moment he won the title and Chris Benoit came and held him like family, like real tights. It was super moving. So that's what I want to get. So I'm gonna lie, I'm gonna steal, I'm gonna cheat to get to the point. I'm a huge fan of the Women Revolution here in the GWF. So when I saw the opportunity to come here, so I say, I'm gonna go diving. You know, I'm taking every opportunity I can. So that's me, going for. My personal goal is like getting people to know me, to see my face, to remember my name. You know, this is not gonna be my last time here. I'm gonna come back. They're gonna hate me, I don't care. They're gonna love me, I don't care. I'm gonna try to make this my second home, so. Die sieht aber gar nicht so böse aus. Nee. Also die Entrances fand ich extrem schwach, weil der Heel war Face, der Face war Heel gewesen. Me llamo Faith Hayden y he venido desde Madrid a demostrar a toda esta gente que yo puedo hacer esto. Encantada. Promo ist schon überzeugend gewesen, weil ich habe keinen Wort verstanden, aber Ja, aber in der Stimme war es nicht überzeugend, finde ich. Also die Stimme war halt einfach so. Promo war bei Faith halt schwer, weil man hat den Namen nicht verstanden. Komische Haltung, Kara. komische Haltung, ja. Ja. Ja, als Kriegerin lässt sie sich viel zu schnell in die Ecke drücken. Besonders weil sie größer ist als Ja. die andere. Und so wie ich das mitgekriegt habe, ist sie ja der Heel und sie der Face. Zu Kara, ich meine, es ist cool, dass sie ein Schwert dabei gehabt hat und dass sie die Kriegerin ist, aber sie darf sich vor ihren Gegnerinnen nicht zu klein machen.
Sie hat auch keine richtige Standhaltung hier. Im Prinzip könntest du sie einfach umdrücken. Autsch. Shit. Was ich gut finde, ist, dass sie es beide relativ einfach halten. Nicht irgendwie jetzt probieren, irgendeine Stunt-Show draus zu machen. Das kann aber noch kommen. Das weißt du ja nicht. Na, wir sind schon 1,5 Minuten drin. Ach so. Das ist doch schon mal... Ja, aber die letzten 30 Sekunden zählen dann immer. Ja, sehe. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Okay, dann schlag auch richtig zu, Mann. Und Energie. Und hoch, hoch, hoch. Komm, komm, komm. Also Kara ist viel zu ängstlich, um irgendjemanden zu schlagen. Ja, und mir fehlt irgendwie also die Aggressivität von der Faith hier. Ja, es ist halt so, ich mache einfach mal was. Aber bei Faith war das auch nicht anders. Das Knie hat nicht connected. Nee. Das auch nicht. Kein Impact. Und Schlägen. Sie müssen einfach selber an das direkt glauben, was sie da tun. Ne? Das ist halt immer das große Ding. Die erinnert mich an die, wie heißt nochmal den Spanier, den wir auch bei Who's Next dabei hatten? Mr. Trashman. Mr. Trashman, ja. Da erinnert sie mich dran. Aber seht ihr jetzt in der Eddie Guerrero-Style drin? Ist da irgendwie, weil es ist ja sozusagen Eddie Guerrero-Style geht's. Was mir ein bisschen fehlt, sie lügt, betrügt und cheatet? Nein. Ja, man darf auch nicht vergessen, sie hat 6 Matches intus. Also lass sie, wollte ich gerade sagen, also Step by Step, easy. Vielleicht die Frisur von dem alten Eddie Guerrero. Das ist... Auch wenn so jetzt ein Haare ziehen oder irgendwas wäre, weißt du. Aber weißt du, irgendwie, keine Ahnung, Augenkratzer, irgendwas? Energie, 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 komm. Oh. Kara hätte noch abspringen können. Das hätte das Ganze noch ein bisschen mehr verfeinert. The time I grabbed her to the DDT, I did the sign. She actually lowered her hands. So the moment I was releasing her neck, she did the spike. So she hit her head. So it was a mistake of both. Gabis Kopf ist leider direkt auf meinem Knie gelandet, weil mein Kniepad runtergerutscht ist und zwar genauso weit, dass sie genau auf meinem Knie gelandet ist. Man fühlt sich schon schlecht. Aber davor bin ich auch direkt von ihr gespiked worden, also hat sich das ein bisschen ausgeglichen. I have done MMA before, so it was like, you know, it hurt like hell, but it was like, oh. Stunner! Oh my God! Das war's dann, ne? 1, 2. Okay. I will actually like it to do better, but I had really fun with my match against Kara because we are both still learning. Faith wirkte eher als der Badass, als sie zum Ring kam, aber dann war sie wiederum zu weich im Ring. If you want to hit somebody, lay it in. You can hit somebody like on the chest, on the sides, on the neck. Just don't hit in the face. But other than that, you can like give it in there. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir, dass die Schläge zu soft waren. Ich glaube, da müssen die Mädels nochmal dran arbeiten. Kara, du warst bei der Promo ziemlich nervös gewesen. Wie viele Promos hast du bisher gehalten? Nur die eine. Die eine jetzt hier? Okay. Du hast zwischendrin eine etwas komische Haltung gehabt. Du standest halt immer so etwas eingeknickter und hast dich kleiner gemacht. Du bist groß, also präsentier dich auch groß. Ja, und du hast halt zwischendrin auch so abgehackte Schläge drin gehabt. Die halt auch nicht connecten dann. Die wischen dann halt eher vorbei, anstatt dass sie glaubwürdig rüberkommen. We give you guys like 5 from 10 points. 5 von 10 klingt erstmal hart, aber an sich, was sie gesagt haben, stimmt alles. Also ich muss weiter noch an meiner Intensität arbeiten und mich nicht klein zu machen, weil alle anderen kleiner sind. Ich fange erstmal mit der Kara an. Promo war okay gewesen fürs erste Mal. War noch ein bisschen zittrig, aber umso öfters man den Promo abhält, umso mehr lernt man, umso selbstständiger und besser bringt man sie dann rüber. Faith, you give us information that you got like a bit the Eddie Guerrero style. I missed it inside because there were some points where I was thinking like,
okay, kick it now, like scratch your eyes or, get her hair or do something. Like, you're smaller, so you need to cheat in a bit way. But I didn't see it really. You was more, for me, a bit more facier than her. For the match, I will give you like 5 from 10 points. Im Ganzen war das, ja, mittelmäßig. They are super professional, they give you real advice that you can improve. Every single thing they told me, it was on point. They wasn't mean, they wasn't like getting you down, they was pushing you up. Cara, I don't like this word, because if you bring a sword to the ring, eventually someone will see that you use it, and use a sword could be tough in the ring. The promo. For you, if you put it up in Spain and your name is inside that and I didn't understand it, maybe you should express your name a little bit more inside that everyone can understand what you're saying. Wrestling-wise, just believe in what you're doing. You're both doing things and thinking maybe, I don't want to hurt her or whatever, I don't know. But you didn't really believe what you're doing. Face, your basics, you have to work on them. The hammerlock was wrong, the headlock was wrong, the takeover was quite dangerous in my opinion. That's the tiny things, you should know that. Please work on that. Besonders positiv, was mir gerade aufgefallen ist einfach, dass beide einen sehr starken Look haben fürs Wrestling. Like you with your hide and blonde, you be like a Valkyrie, buy that, completely, great. You be like the little Spanish fighting girl, completely buying it, great. I give you both for the complete singing, also 5 from 10. Thank you for being here. Vote now for your favorite at gwf-wrestling.com/vote. Hit the subscribe button and enable notifications to be the first to see who advanced to the second round. You, the fans, have to get me back, look at me. I can give better punches, I can give a fucking amazing DDT, better even. So I compete on you. Mit eurer Hilfe ist Cara auch in der nächsten Runde.